Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video bauen wir diese geile Camperküche mit richtig vielen Auszügen, mit einer praktischen Kühlbox, die man ausziehen kann. Dazu natürlich so ein richtig geiles Waschbecken, was hier versteckt ist unter dieser Holzplatte. Die kann man rausnehmen, hat dann hier einfach laufendes Wasser. Extrem geil. Zusätzlich hier unsere ganzen Bedienteile. Hier haben wir einmal den Wasserstand von dem Wassertank, der in der Küche verbaut ist, 65 Liter. Dann haben wir hier die Schalter für die Wasserpumpe. Hier haben wir die Anzeige für unseren Strom von der 100 Ampere-Stunden Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die unter dem Fahrersitz verbaut ist. Dann hier noch USB-Steckdosen, XT90-Stecker, wenn wir irgendwas Größeres anschließen wollen. Und natürlich haben wir sogar in unserer Küche eine Trockentrenntoilette verbaut. Dazu dieses extrem geile Rollo hier hinten. Das ist richtig geil und richtig praktisch. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal, wie ich die Küche gebaut habe. Ja, das Holz habe ich alle schon fleißig zugeschnitten und jetzt müssen wir natürlich die Bodenplatte hier anpassen, weil wir haben verschiedenste Rundungen, wir haben hier den Tank. Das muss natürlich alles rausgeschnitten werden und danach können wir dann anfangen, alles schön miteinander zu verleimen. Das erste Grundgerüst von der Küche habe ich jetzt hier schon. Das habe ich zusammen verleimt. Und den Rest, den ich jetzt hier noch bauen werde, werde ich hier mit diesen Pocket Holes hier verbinden. Da habe ich schon ein bisschen geübt. Das ist natürlich cool, wenn das geschraubt ist, kann man es auch einfach wieder auseinanderschrauben. Anders, wie wenn es geleimt ist. Und da mache ich jetzt weiter. Ja, ich war gerade im Baumarkt, habe jetzt diese Arbeitsplatte hier mir besorgt. Das ist eine schöne Platte mit Bambusoptik. Ist jetzt noch Kunststoff drauf, die wird dann noch eingeölt schön. Und mit der Küche bin ich auch schon ganz gut vorangekommen. Ich habe jetzt quasi das Grundgerippe fertig. Diese Platte hier, die will ich jetzt zunächst mal fräsen lassen, weil da ja die Ausschnitte reinkommen. Und heute mache ich die Arbeitsplatte noch fertig, dass ich die kürze und dass die da oben drauf kommt. Und dann fehlt natürlich hier noch eine Schublade, hier Schubladen, hier noch irgendwie eine Tür oder irgendwie eine Klappe, die vielleicht mit Magneten dran ist, weil dahinter kommt dann die ganzen, die Wasserpumpen und so weiter. Und ja, es nimmt alles seine Form an. Ich habe auch schon ein bisschen die Befestigung gemacht hier hinten. Hier, wo die Gewindestange drin steckt, da kommt noch eine Schraube rein. Hier vorne muss ich noch gucken, wie ich es festmache. Und ja, heute machen wir mal die Arbeitsplatte. Ja, und ich habe mir diese ganze Platte hier CNC fräsen lassen. Damit sind die Ausschnitte natürlich alles perfekt, die Maße alles perfekt, alles gerade. Das ist wirklich echt cool. Und als Abfallprodukt sind dann quasi hier diese Teile noch entstanden, die hier rausgefräst wurden. Und man könnte die natürlich auch super perfekt einfach als Klappe verwenden. Das überlege ich, ob ich das machen soll. Auch hier das große Teil. Eigentlich wollte ich ursprünglich hier so ein Rollo hinbauen, das ich so hochschieben kann. Gerade weil dann noch die Sitzbank hier ja hinkommt und man es dann vielleicht sonst nicht aufbekommt, wenn die Sitzbank gerade zusammengeschoben ist und dann quasi so ein Dreieck bildet. Und hier oben Gummibänder hin, aber jetzt, wo ich die Platten habe, könnte ich das natürlich auch machen. Und wieder verwende ich jetzt diese Pocket Holes hier, die gefallen mir jetzt doch ganz gut. Und damit werden wir jetzt einfach hier die Platte hier vorschrauben. Weiter geht's mit dem Elektro-Setup. Das sind hier Komponenten, die ich in der Küche verbauen werde. Wir haben hier den Warmwasserboiler mit dem Heizstab, der läuft über 220 Volt, deswegen haben wir hier noch einen kleinen Inverter. Dann natürlich die Druckwasserpumpe, einen Druckspeicher, Sicherungskasten, Verteilerschienen, Sicherungskasten. Ja, und das probiere ich jetzt alles unterzubringen. Am liebsten natürlich in diesem Bereich. Und mal gucken, wie ich das alles verkabelt bekomme. Nachdem wir jetzt die Küche lackiert haben, habe ich jetzt angefangen, hier die Elektronik und das Wassersetup zu verbauen.
Und ich habe hier mit so einem Bedienteil angefangen, wo USB-Steckdosen sind, wo eine Tankanzeige ist, Schalter sind, noch ein XT90-Stecker, falls man mal mehr Strom aus dem Akku ziehen will, mit richtig dicken Kabeln. Und kommt mal ran. Hier unten sieht man den Wasserboiler und der wird mit 12 Volt geheizt oder mit 220 Volt, da muss ich mich noch entscheiden. Hier ein Akkumulatortank, die Druckwasserpumpe, einen Sicherungskasten habe ich schon verbaut. Jetzt muss ich hier alles noch weiter verkabeln. Dann kommt natürlich hier die Platte noch drüber, die Arbeitsplatte. Und dann habe ich vor, dieses Waschbecken hier einzubauen. Ich hoffe, das passt alles soweit und ich muss nicht doch nochmal ein anderes kaufen. Aber ich denke, das wird wohl passen. Und ja, da sind wir schon ganz gut weggekommen mit der Küche. Was ich auch noch machen muss, ist, dass ich hier ja gerne so ein Rollo einbauen will, dass man das hochschieben kann und dann an den Schrank drankommt. Und hier oben wollte ich mir so Gummibänder vorsetzen. Ich denke, das sieht optisch ganz gut aus. Jetzt fehlen nur noch die Schubladen, die wir gebaut haben. Die können wir einfach einsetzen. Und natürlich muss ganz oben auch noch eine hin. Die können wir auch einfach hier reinschieben. Da haben wir Vollauszüge mit Softclose. Und natürlich unsere Push-Lock-Knöpfe. Und schon ist die ganze Küche fertig. Und ich zeige euch jetzt mal, was die Küche alles kann und was wir alles verbaut haben. Wasserhahn und das Waschbecken haben wir auch schon eingebaut. Allerdings habe ich mich doch für ein anderes Waschbecken entschieden, weil das ein bisschen kleiner ist. Das andere war leider zu groß. Und ich habe es auch von unten an diese Arbeitsplatte angeschraubt. Das heißt, das ist richtig schön tief. Man kann hier schon reingreifen. Und wenn man es nicht braucht, kann man einfach den Deckel drauflegen. Das hier ist so eine Serviceklappe. Die habe ich mit Magneten befestigt. Und dahinter versteckt sich die ganze Technik. Wenn wir die abnehmen, können wir hier unseren Wasserboiler sehen. Da ist eine 12 Volt Heizpatrone vorne drin. Hier oben sind die Thermostate dazu. Dann haben wir hier einen Wasserakkumulatortank, dass wir immer gleichmäßigen Druck haben. Hier hinten eine Druckwasserpumpe. Hier sieht man dann noch verschiedene Verteilungen von dem Strom. Größere Sicherungen. Hier hinten drin ist noch ein kleinerer Sicherungskasten mit kleineren Sicherungen, wo quasi alle Sicherungen von der ganzen Küche drin zusammenlaufen. Hier hinten ist dann noch ein Rollo. Das können wir einfach nach oben schieben. Da drin haben wir noch mal richtig viel Stauplatz. Und das Besondere ist, hier können wir so eine Holzeinlage rausnehmen und haben dann direkten Zugriff auf unseren 65 Liter Frischwassertank. Falls wir mal irgendwas hier dran arbeiten müssen, falls wir gucken müssen, ob irgendwas undicht ist, weil bei so vielen Verbindungen kann natürlich leicht irgendwas undicht werden. Und hier sieht man auch den Befüllschlauch. Da kann man das dann von außen ganz einfach befüllen. Und hier hinten versteckt sich das geilste Detail unserer Küche, nämlich unsere Außendusche. Wir haben hier eine richtig normale Duscharmatur mit Warm- und Kaltwasser und die hat auch richtig gut Druck. Praktisch auch, man kann hier auch den Durchfluss stoppen und so weniger Wasser verbrauchen beim Duschen. Und das war unsere geile Küche. Ich habe euch unten mal alles verlinkt, was ich in der Küche so verbaut habe. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.